In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den OSMA-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie das geht, indem wir Meta-Editor starten. Klicken Sie dazu auf ein kleines Symbol oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur. Der erste Teil unseres Codes enthält die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die wir zur Verwaltung unserer Trades verwenden werden. Indem wir diese Bibliothek einbeziehen, erhalten wir Zugang zu wichtigen Handelsfunktionen, die unseren Code vereinfachen. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen verwalten, einschließlich der Eröffnung und Änderung von Positionen. Im nächsten Schritt definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback-Bars gibt den historischen Bereich für Höchst- und Tiefststände an, sodass wir die Kursbewegungen über eine bestimmte Anzahl von Kerzen analysieren können, die zwischen 1 und 1000 liegen kann. Der Parameter Mean Candles Back legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest und stellt sicher, dass wir nur signifikante Kurspunkte berücksichtigen. Der Parameter Trailing Offset gibt eine Sicherheitsspanne für unseren Trailing Stop an, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegen kann. Die Parameter Fast EMA und Slow EMA definieren die Zeiträume für die schnellen und langsamen Exponential Moving Averages, die bei der OSMA-Berechnung verwendet werden. Der Parameter Signal Period legt die Periode für die Signallinie im OSMA-Indikator fest. Der Parameter OSMA Threshold schließlich legt einen Schwellenwert für OSMA-Signale fest, wobei ein Wert von 0 eine neutrale Position anzeigt. Anschließend deklarieren wir einige globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable OSMA-Handle enthält das Handle für den OSMA-Indikator, während das Array OSMA-Buffer als Ringpuffer für OSMA-Werte dient. Das Array Price Data speichert die Open, High, Low und Close Kursdaten für unsere Analyse. Die Funktion OnInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir das OSMA-Indikator-Handle mit der Funktion iOSMA. Diese Funktion übernimmt Parameter wie das aktuelle Symbol, den H1-Zeitrahmen, die schnellen und langsamen EMA-Perioden, die Signalperiode und den Preistyp, der auf Price Close eingestellt ist. Wir konfigurieren unsere Arrays auch als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einer natürlichen zeitlichen Abfolge zu arbeiten. Schließlich geben wir den Erfolgscode init succeeded zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir die Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung eines Kaufauftrags zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol Info Double Up, die den Ask-Preis für das angegebene Symbol liefert. Anschließend verwenden wir die Methode Position Open aus der Klasse cTrade, um die Kauforder auszuführen. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall geben wir das Symbol an, setzen den Auftragstyp auf Order Type Buy, definieren die Positionsgröße als 0,10 Lots, verwenden den Ask-Preis als Einstiegskurs und lassen den Stop-Loss und den Take-Profit deaktiviert. Der Kommentar für die Position wird auf OSMA-Position gesetzt. Die Funktion OpenSell-Position funktioniert ähnlich, allerdings für Verkaufsaufträge. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit der Methode Position Open aus. Die Parameter sind dieselben wie bei der Kauffunktion, aber wir setzen die Auftragsart auf Order Type Sell und verwenden den Bidpreis als Einstiegskurs. Die Funktion OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir die H1-Kerzendaten für den angegebenen Rückblickzeitraum kopieren. Die Funktion CopyRates benötigt Parameter
wie das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Außerdem laden wir OSMA-Werte aus dem Indikator-Buffer mit der Funktion CopyBuffer, die den Indikator-Handle, die Puffernummer, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray benötigt. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir stellen fest, ob es offene Positionen gibt und welchen Typ sie haben. Wir initialisieren eine boolische Variable hasOpenPosition auf False und setzen den currentPositionType auf PositionTypeBy als Standardwert. Anschließend durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um sicher zu iterieren und die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position rufen wir die eindeutige Ticketnummer ab und prüfen, ob die Position zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir hasOpenPosition als True, speichern den Typ der aktuellen Position und verlassen die Schleife, nachdem wir die erste übereinstimmende Position gefunden haben. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Wenn der OSMA-Wert den Schwellenwert überschreitet, was auf ein potenzielles Kaufsignal hinweist, prüfen wir, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenBuyPosition auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn bereits eine Kaufposition geöffnet ist, ermitteln wir mit der Funktion ILowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Diese Funktion gibt den Index des niedrigsten Tiefstkurses zurück, den wir zum Abrufen des entsprechenden Tiefstkurses verwenden. Anschließend prüfen wir, ob der Tiefstkursindex mindestens min-candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefstkurs liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing-Stop-Niveau, indem wir den Trailing-Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process-Trailing-Stop aufrufen, um den Trailing-Stop zu verwalten. Wenn umgekehrt der OSMA-Wert unter den Schwellenwert fällt, was auf ein potenzielles Verkaufssignal hindeutet, gehen wir ähnlich vor. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn bereits eine Verkaufsposition geöffnet ist, ermitteln wir mit der Funktion IHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob der Höchststand mindestens min-candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing-Stop-Niveau, indem wir den Trailing-Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process-Trailing-Stop aufrufen. Die Funktion Process-Trailing-Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Für sichere Änderungen gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch. Für jede Position wählen wir sie anhand der Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chart-Symbol gehört. Wir rufen den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, ändern wir die Position mit der Methode Trade Position Modify. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt und ändern die Position entsprechend. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir die Tasten STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen, der auf der Grundlage der Signale des OSMA-Indikators Trades ausführt. Wenn Sie bereits Mitglied im Premium-Kurs sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrem Vorschlag schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den OSMA-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Wir haben Funktionen zur Eröffnung von Kauf- und Verkaufspositionen,
zur Verwaltung von Trailing Stops und zur Ausführung von Trades auf der Grundlage der Marktbedingungen implementiert. Mit nur ein paar Zeilen MQL-Code haben wir eine funktionierende Handelsstrategie erstellt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.